Es klemmt dir immer wieder im Rücken. Es nervt. Du hast schon viel alleine probiert, kommst aber nicht wirklich weiter. Schmerzmittel wirken nicht oder du fühlst dich nicht so gut damit. Du hast schon viele Meinungen eingeholt, aber es ist nichts zu finden. Weder im Röntgen, noch MRT, noch CT, auch nicht im Blutbild. Wusstest du, dass 80-90% der Rückenschmerzen wie deine ohne Befund sind? Dass einfach kein Grund für die Schmerzen zu finden ist? Man nennt das auch unspezifische Rückenschmerzen. Ich erkläre dir eine Ursache, der oft viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Und ich erkläre dir, wie meiner Erfahrung nach die meisten Rückenschmerzen entstehen. Und dann zeige ich dir 2 Übungen, mit denen es gut möglich ist, dass du direkt danach schon Besserung spürst. Plus die Möglichkeit einer ganz besonderen, direkt an der Ursache ansetzenden Entspannung deines Rückens. Ich zeige dir erstmal, wie meiner Ansicht nach Rückenschmerzen entstehen. Schau, das ist die Position, die wir im Sitzen einnehmen. Und es gibt einen Muskel, der geht praktisch von hier, von der Innenseite des Oberschenkels, auf beiden Seiten natürlich, ein Teil in das Darmbein, ein Teil an die Wirbelsäule und andere Seite genau das Gleiche. Ein Riesenmuskel. Und wenn wir dauernd sitzen, verkürzt der, kriegt zu viel Spannung, die Faszie verfilzt und es zieht uns nach vorne. Und dann haben wir hinten auf der Rückseite die Gesäßmuskeln und die Rückenstrecker und die müssen gegenziehen. Das kannst du dir vorstellen, das zieht was nach vorne und zieht was nach hinten. Wo zieht es hin? Auf die Bandscheiben. Und das mag der Körper nicht und das gibt die Schmerzen. Und wenn man diese Spannung beseitigt, haben wir unglaublich oft erlebt, bei den meisten Fällen der Rückenschmerzen ist es so, wenn man diese Spannung beseitigt und normalisiert, sind die Rückenschmerzen stark gemindert oder irgendwann ganz weg. Und das machen die Übungen, die wir jetzt auch machen. Bevor wir mit der ersten Übung starten, fühl mal rein, wann merkst du deine Rückenschmerzen? Beim nach vorne gehen, beim nach hinten gehen, seitlich vielleicht beim Drehen, vielleicht beim Laufen mehr? Vielleicht, wenn du die Treppe läufst, das gibt's auch alles, ja. Fühl mal rein, nimm Kontakt mit deinem Schmerz auf, mit seiner Sprache. Hör genau, was dein Schmerz sagt. Und dann machen wir die erste Übung. Bitte knie dich vor eine Wand. Wenn deine Knie empfindlich sind, dann leg ein Kissen oder irgendwas unter. Wenn es gar nicht geht, kannst du die auch im Stehen machen. Klick mal dort, da findest du die im Stehen. Ansonsten nimmst du einen Abstand, ungefähr eine halbe Schrittlänge. Und jetzt konzentrierst du dich auf deinen Bauchnabel und ziehst den Bauch möglichst ein und deine Leisten bringst du nach vorne. Und du gehst ein bisschen mit den Knien auseinander und dann merkst du, aha, jetzt fängt es hier ordentlich an zu ziehen. Und da arbeiten wir uns jetzt erstmal rein, indem wir immer weiter den Bauchnabel zurückziehen und die Leisten nach vorne bringen. Bauchnabel zurück, Leisten nach vorne. Schön tief ein- und ausatmen. Tief ein, tief aus. Und darauf konzentrieren, dass der Bauchnabel und damit auch der obere Rumpf oben drüber schön immer weiter zurückkommt und die Leisten nach vorne geht. Es kann gut sein, dass du das nicht nur in der Leiste merkst und im Hüftgelenk, sondern auch im Rücken selbst. Und das ist immer gut, weil das heißt, du arbeitest an den Muskelteilen und Faszien, die mit deinem Rückenschmerz zu tun haben. Ja? Das ist sozusagen eine Bestätigung dessen, was du tust. Du musst es nicht fühlen, dass es gut wirkt, aber wenn du es fühlst, dann ist es nochmal sicherer. Immer weiter nach vorne kommen. Schön tief ein- und ausatmen. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Mach mit, wenn du es ansteuern kannst. Wenn nicht, dann vielleicht, wenn du es 4, 5, 6 Mal geübt hast mit diesem Video, dann fang irgendwann damit an. Du holst jetzt Kraft aus dem Bauch und versuchst mit Anspannung von Bauch und Hüfte die Wand wegzudrücken. Steuer das mal an. Ja, mit deinem Bauch, mit deiner Bauchspannung, mit deiner Leistenspannung versuchst du die Wand wegzuschieben. Und stoppst wieder und gehst ein bisschen weiter in die Überstreckung. Du merkst, nach dem Anspannen geht's ein bisschen mehr in die Dehnung hinein. Und wieder mit deinem Bauch versuchst du, die Wand wegzudrücken. Stoppst wieder, gehst weiter in die Überstreckung.
Ja, das sind oft nur Millimeter, die schon wieder eine deutlich stärkere Dehnung machen. Deswegen mach's vorsichtig. Gesichert bist du ja, kippen kannst du nicht. Und wieder, du drückst wieder gegen die Wand. Und drück ein bisschen mehr gegen die Wand. Lass locker und geh noch ein bisschen weiter zurück. Und dann kommst du ganz sachte und vorsichtig wieder raus. Wow, hast du gemerkt, wie das deutlich zu spüren ist? Lauf mal gerade ein paar Schritte, schreib uns mal einen Kommentar. Fühlt sich schon anders an? Wenn ja, dann bitte einen Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Erinnere dich an die erste Übung, die Erklärung am Skelett. Da haben wir vorne alles jetzt geöffnet. Das, was beim Sitzen verkürzt. Jetzt gehen wir auf die Rückseite. Weil auch da wird ja als Reaktion auf die Verkürzung von vorne gegengespannt. Alles immer unbeweglicher. Die Leute sprechen von einem Stahlkorsett. Bewegung wird deutlich eingeschränkt. Und es führt dazu, es kann gut sein, und erschrickt nicht, wenn es so ist, dass wenn du so sitzt und ich sage jetzt, komm mal locker nach vorne, dass du sagst, hä, was ist denn da los? Ich kann das gar nicht. Aber sei nicht geschockt, wenn das so ist, weil dann weißt du, was du zu üben hast. Der Körper ist bis ins allerhöchste Alter trainierbar. Und das machen wir jetzt. Egal wo du bist. Ob hier, ob hier, ob hier. Wenn hier, kann sein, dass du ein Handtuch um die Füße oder die Schlaufe nimmst und dich dann an der Schlaufe nach vorne ziehst, die Arme verlängerst, ja. Oder du ziehst dich an den Knien. Entscheide selbst. Auf jeden Fall da, wo du die starke Spannung im Rücken spürst, da gehst du rein, so dass es gerade noch gut erträglich ist. Und dann lassen wir erstmal diesen tiefen Rückenstreckern so richtig Gelegenheit nachzugeben. Tiefes Einatmen, tiefes Ausatmen und schön warten, bis es weniger wird. Fühl rein. Auch jetzt fühlst du rein, ja nicht nur den Schmerz, den du beseitigen willst, sondern auch den, der jetzt beim Dehnen entsteht. Je mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr verlieren diese ganzen Schmerzen ihren Schrecken. Das ist das Schöne daran. Du ziehst dich immer weiter nach vorne. Es kann auch gut sein, dass dein Rückenschmerz, unter dem du leidest, dass der jetzt ausgelöst wird. Das ist auch wieder gut, habe ich vorhin schon erklärt. Erinnere dich. Ja? Tief ein, tief aus. Und immer ein Stückchen weiter in die Dehnung reingehen. Und wir dürfen hier eigentlich sogar mal deutlich länger als 2,5 Minuten sein, weil da hängt so viel Verspannung drin bei den meisten Menschen. Das ist eine dermaßen Befreiung, die rauszudehnen. Und du setzt ganz bewusst deinen Atem ein. Du atmest ein und atmest aus und ziehst weiter nach vorne. Ja, denk dran, das Atmen ist eine Vagusnervaktivierung, das hast du vielleicht schon gehört. Wenn der aktiviert wird, entspannt dein Körper. Und dieses Entspannen während der Ausatmung, das kannst du gut nutzen, um weiter in die Dehnung reinzugehen. Einatmen und im Ausatmen weiter. Und wieder einatmen und im Ausatmen weiter. Und jetzt kommt unser Krafttraining. Ja? Du ziehst genau mit dem Bereich, wo die Dehnung zu spüren ist, mit den tiefen Rückenstreckern, ziehst du den Rumpf nach hinten. Aber du hältst dich ja fest und deswegen kannst du ziehen, ohne dass der Rumpf sich bewegt. Das nennt man isometrisches Krafttraining. Und dieses Krafttraining tut so gut, weil das hilft den Muskeln, diese größere Länge, in der sie viel flexibler sind, eher zu akzeptieren und sich mehr zu dehnen. Dann lässt du locker, gehst weiter nach vorne. Und nochmal, du spannst nach hinten. Du spannst die ganze Zeit nach hinten, noch mehr, spannst du nach hinten, lässt locker und gehst weiter nach vorne. Und nochmal, du spannst nach hinten und noch ein bisschen mehr. Immer so, dass es gerade noch gut erträglich ist. Noch ein bisschen mehr, lässt locker und gehst weiter in die Dehnung. Und dann kommst du langsam wieder raus. Und fühl mal rein.
Fühl mal rein, wie sich das anfühlt. Lauf ein paar Schritte. Geh zur Treppe, was auch immer. Vergleich mal und schreib einen Kommentar, wie du dich fühlst. Und wenn du noch keinen Daumen gegeben hast, vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, weil du merkst, hey, nur einmal 2 Übungen gemacht, ist schon besser. Und jetzt hatte ich ja noch versprochen, dir diese besondere Möglichkeit zu zeigen, wie du ganz easy deinen Rücken entspannen kannst. Jetzt siehst du unseren Rückenretter. Und du kannst stattdessen, wenn du ihn noch nicht hast, um es zu probieren, ein paar Bücher nehmen. Und die Bücher, die legst du jetzt bitte unter dein Kreuzbein. Nicht unter den Rücken, wohlgemerkt. Unter das Kreuzbein. Und dann lässt du die Beine ganz gerade. Und dann merkst du, du wirst wunderbar schön aufgedehnt. Und das geht wirklich unserer Auffassung nach direkt an die Ursache der meisten Rückenschmerzen. Wir bleiben gerne einen Moment drauf. Wenn du auf Büchern liegst, leg vielleicht noch einen Topflappen drauf, dass es ein bisschen weicher ist. Und genieß das mal. Und wenn du merkst, die Dehnung lässt nach, kannst du gerne mit den Füßen ein bisschen auseinandergehen. Und dann merkst du, jetzt wird die Dehnung wieder stärker. Weil der Hüftbeuger und andere beteiligte hüftbeugenden Strukturen, ja, die lassen ja nach. Immer wenn man am Körper zieht, gibt danach irgendwann, gerade wenn es keine Knochen sind oder sowas, was fest ist, ja. Und diesen Effekt nutzen wir jetzt. Und damit kannst du die Ursache deiner Rückenschmerzen ganz passiv, Buch lesen, Musik hören, ausruhen, gerade abends vorm Schlafen, empfehle ich unbedingt, mache ich auch ganz oft, ja, weil der Schlaf viel entspannter ist. Jetzt ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn du statt der Bücher mit dem Rückenretter üben willst. Das ist eins unserer Hilfsmittel, die wir machen, damit du leichter üben kannst, mehr Effizienz hast, Zeit sparst. Wenn du Interesse hast an Informationen, dann bitte klicke hier oder klicke auf das Bild unter diesem Video. Und da die Rückenschmerzen so ein Riesenproblem sind, ganz viele Menschen leiden drunter, ganz besondere Bitte an dich, teile das Video, erklär den Leuten, was sie machen müssen, zeige ihnen die Übung, mach sie mit ihnen zusammen vielleicht, ja. Direkt praktisch werden, die müssen spüren, wie das funktioniert. Hilf uns dabei, das zu verbreiten, weil die Menschen sollen verstehen, dass sie sich selbst helfen können. Wenn du eine Rückenroutine haben möchtest, üben möchtest, dann klickst du bitte hier. Und wenn du dort klickst, dann abonnierst du den Kanal. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du nichts versäumst von unseren tollen Videos. Ciao, bis zum nächsten Mal.